Ja, mein Name ist Andreas Rewetzky. Ich bin Interim Manager für Digitalisierung und IT. Ich habe 20 Jahre als CIO und CDO im Mittelstand gearbeitet, in diversen Unternehmen und dort natürlich neben der IT auch die Digitalisierung vorangetrieben. Das mache ich jetzt als selbstständiger Berater. Ja, meine Kunden kommen zu mir mit dem Thema Digitalisierung. Sie wollen letztlich ihr Unternehmen klar machen für die Zukunft und dabei unterstütze ich. Ich entwickle eine digitale Strategie, ich sage da eher eine Roadmap dazu und mache das abseits von den üblichen Buzzwords, sondern ich habe eine Methode entwickelt, die genau dieses Thema von innen heraus betreibt. Das heißt, ich mache eine Analyse, wo das Unternehmen überhaupt steht, Reifegrad, mache das auch mit den Mitarbeitern und daraus entstehen dann digitale Entwicklungen, Ideen, die wir dann letztlich in eine Roadmap gießen und diese Roadmap dann auch beziffern mit Aufwendungen, mit Nutzenpotenzialen und das dann zur Umsetzung bringen. Also in jedem Unternehmen gibt es ein Set von Applikationen, die bereits im Einsatz sind, wie ERP, CRM, PDM. Und diese Systeme werden schon lange in den Unternehmen eingesetzt, ERP-Systeme vielleicht 20, 30 Jahre schon. Dort sind Prozesse enthalten, die an das System gebunden sind. Was nicht funktioniert, sind Prozesse, die eben über diesen Systemen schweben, wie ein Reiseantrag oder eine Budgetfreigabe. Und genau da setzt ja das Designerstudio an. Man kann diese Prozesse im Sinne von einer Hyper-Automation über die eigentlichen Kernsysteme legen, dort ein Datenmodell hinterlegen, das Datenmodell modellieren, verknüpfen mit den Prozessschritten und dann kann man das in einer Codeless-Variante sehr schnell designen und auch die Berechtigungen gleich zuordnen. Und so einen Prozess kann man dann im Designerstudio innerhalb von wenigen Tagen, Wochen auch generieren und umsetzen. Das führt dann dazu, dass das Ganze in einem agilen Modus auch entwickelt wird. Ja, das wird man nicht mehr so machen, dass man jetzt hier ein großes Lastenpflichtenheft schreibt, sondern das Werkzeug erlaubt es, dass man diese Prozesse ad hoc modelliert. Also wir machen das immer in kleinen Workshops am System und es funktioniert, weil man einfach keine Programmierarbeit dazwischen machen muss. Und so kommt man relativ schnell zum Ziel. Ja, mein Portfolio besteht ja in dem, dass ich die Unternehmen berate im Kontext der IT, der Digitalisierung, in den Kernsystemen ERP, PDM, aber auch CRM, Fertigungssysteme etc. Und dem füge ich jetzt das Thema Hyper-Automation dazu. Das heißt, mein Portfolio ist etwas erweitert dadurch. Ich kann dem Kunden auch Beratungsleistungen anbieten, die über das Maß hinausgehen, das man mit ERP machen kann. Natürlich war Prozessmodellierung schon immer ein Thema, aber jetzt wird es eben einfacher. Und die Früchte kann man viel schneller ernten. Und das ist ein großer Vorteil für mich als Berater, hier dem Kunden Mehrwerte in kürzerer Zeit zu bieten. Und dadurch hat sich mein Portfolio erweitert, sehr positiv erweitert, was dem Kunden auch natürlich hilft, wenn man die Gesamtkompetenz dann betrachtet. Ja, so wie meistens. Am Anfang ist eine gewisse Abwehrhaltung da, weil jedes neue Tool bedeutet Veränderung. Der Mensch ist halt so jemand, der möchte sich nicht so gern ständig verändern. Aber die neue Welt der Digitalisierung verlangt ja genau das. So, das heißt, am Anfang ist da eine gewisse Resistenz da. Man sagt, ja, nochmal ein Tool, nochmal ein Werkzeug, nochmal eine Oberfläche. Die meisten wollen ja in einer Oberfläche arbeiten, was in der Regel aber nicht geht. Und dann sage ich, Leute, schaut es euch mal an. Dann modellieren wir mal einen Prozess und zeigen auf, wie das funktioniert. Und dann kommen so Aha-Effekte, weil wie läuft ein Prozess bisher? Man schickt 10 E-Mails hin und her, bis man die entsprechenden Informationen gesammelt hat und dann sagt man dem Chef, das ist jetzt durch, der Prozess.
Das bleibt dann in der Inbox, in der E-Mail hängen manchmal, ja, dann ist der Mitarbeiter im Urlaub etc. Das gibt es ja alles. Und wenn man das Tool dann anwendet, dann sieht man, aha, die Prozesse laufen qualifiziert durch. Ich habe eine hohe Transparenz, sehe bei jedem Prozess, wo der steht, wer da im Moment an der Arbeit ist. Und selbst wenn jemand nicht da ist, verhindert ist, im Urlaub ist, dann hat er einen Stellvertreter und das kann das System eben automatisch managen. Also das heißt am Anfang Resistenz und dann zeigt man mal einen Prozess und dann sieht man, wie die Leute sagen, wow, ich kriege ja nur noch 50% der E-Mails. Das heißt, ich habe zwar ein weiteres Werkzeug im Einsatz, aber dadurch ist meine Arbeit auch einfacher, weil das Werkzeug zeigt mir gleich die Aufgabe. Das Werkzeug ist nicht ein Text, wo ich mir erstmal die Aufgabe raussuchen muss, was muss ich denn eigentlich tun, sondern das hat vorgefertigte Felder, Formulare und da ist es sehr klar, was der einzelne Benutzer auch dann ausfüllen kann, darf, muss und das erleichtert ihm die tägliche Arbeit. Wie gesagt, es geht hier um Prozessautomatisierung, um Hyperautomation und ich glaube, die Kunden, die ich bis jetzt damit beglückt habe, die waren nach einer Zeit alle Feuer und Flamme, weil die gesehen haben, es wird einfacher und es geht auch nichts mehr verloren. Ne? Also es ist vielleicht auch noch ein großes, positives Argument. Wer kennt es nicht, dass man mal eine E-Mail vergisst? Bei dem Werkzeug habe ich einen Arbeitsvorrat, ich habe einen Prozessvorrat und sehe das. Also im Großen und Ganzen am Anfang Resistenz und am Schluss steht in der Regel das Wow da. Ich kann ja besser, schneller und auch effizienter arbeiten.